Herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Alhu TV. Heute für euch der Jabber HP20. Das ist ein Akkustaubsauger, was wir hier haben. Natürlich gibt es hier genügend Zubehör dazu, wie eine Teleskopstange. Wir haben verschiedene Aufsätze. Wir haben natürlich aber auch einen Bürstenaufsatz, den ich hier auch teste. Also ich habe alles getestet und möchte euch da ein bisschen was zeigen. Wir haben hier ordentlich Leistung. Vor allen Dingen haben wir hier wirklich einen Staubsauger für einen wirklich tollen Preis von unter 200 Euro. Und was der alles so kann, das zeige ich euch hier in meinem Video. Ja, bevor ich gleich zu den Tests und allem komme, vielleicht mal ganz kurz zu den Staubsauger, was wir hier haben. Also wir haben hier einen Akku, der ist hier sehr schön, was mir gefällt, nicht integriert. Man kann ihn hier rausnehmen, man kann ihn einmal separat laden, das ist möglich. Man kann aber auch die Akkustation, die Ladestation kann man auch an die Wand stellen. Dann kann man das Ganze hier mit dem Staubsauger hier komplett als eines natürlich aufhängen. Das ist dann möglich, dann hängt er im Endeffekt so an der Wand, wie man es auch kennt. Das ist möglich, man kann ihn aber auch separat lassen. Dadurch, dass der Akku ja einzeln entnehmbar ist, kann man den auch einzeln aufladen. Beides ist möglich, finde ich mal ganz wichtiger Hinweis, weil manche sind ja fest verbaut, die muss man im Endeffekt irgendwo dann installieren. Hier kann man es optional. Also das ist schon mal das eine. Und dann haben wir hier bei der Saugleistung ein sehr schönes Display, was eben einmal anzeigt, anhand der Saugleistung kann das Ganze hier sich automatisch anpassen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, hier zwischen Eco, Normal und im Endeffekt so eine Art Boost-Mode hier hin und her zu schalten, also maximaler Saugleistung. Da hält der Akku auch dementsprechend, also zwischen dem sehr ökonomischen, sind wir hier bei 65 Minuten in etwa, bei dem mittleren oder normalen liegen wir hier bei 30 Minuten Leistung und eben bei der bei der Boost-Leistung liegt man hier bei 15 Minuten. So in etwa. Aber das ist schon mal eine gute Orientierung. Jetzt wisst ihr schon mal, wie viel Power dahinter steckt. Das Ganze ist sogar TÜV-zertifiziert, ja, mit 180 AW Saugleistung. Und apropos Saugleistung, ich habe hier auf dem Boden verschiedene Gegenstände, hier von Brösel bis hin zu, ich habe einen Tee und keine Ahnung, was ich da, Hundehaare habe ich auch am Schluss. Also ich habe hier alles Mögliche getestet und habe dann mal das Ganze aufgesaugt, was sehr schön zu sehen ist hierbei. Ist natürlich einmal die Saugleistung, die hier einfach nochmals sich widerspiegelt, aber auch ganz klar dieses grüne Licht vorne, das LED-Licht, ist super praktisch, ja, vor allen Dingen, weil man hier wirklich so viel Schmutz noch erkennt. Man denkt, man hat hier alles sauber gemacht. Ja, und am Schluss, wenn man mit diesem Licht hier nochmal arbeitet, das ist automatisch auch an, sieht man, wie viel Schmutz noch am Boden liegt. Ja, schon ein bisschen unfair, ja, weil man denkt, ja, man hat alles sauber gemacht, aber dafür ist es ja genau da, damit man nichts übersieht. Und die Saugleistung hier zeigt sich wirklich in diesem Fallbeispiel, was ich hier habe, auf dem Boden mit dieser Bürste, zeigt sich das hervorragend. Also funktioniert wirklich echt super gut. Also wir haben hier eine enorme Saugleistung. Ja, einmal drüber und alles ist hier aufgenommen. Dafür sorgt auch die entsprechende Bürste dazu, die hier ordentlich rotiert. Ja, und dann haben wir wirklich da alles aufgenommen. Wirklich nice das Ganze. Ja, und apropos Bürste, ja, die habe ich natürlich auch Hundehaare technisch getestet. Auch da ist überhaupt kein Problem. Auch hier nimmt die Bürste alles auf. Ja, die ganzen Hundehaare, das ist überhaupt kein Thema. Ich möchte euch mal einmal die Bürste mal ganz kurz auch unter der Kamera zeigen, damit ihr das mal auch mal seht. Ja, gucken wir mal unter die Kamera. Also da ist dieses Licht, ja, sehr schön zu sehen. Man hat es auch hier, ist ja durchgehend an, auch in den Aufnahmen immer wieder gesehen. Und hier bei der Bürste ist es so, wir haben hier ein ganz weiches Vlies im Endeffekt, ja, das so V-mäßig hier angeordnet ist. Und wir haben hier so eine Hartbürste, ja. Also so ist das Ganze. Rotiert hier wirklich, ich weiß gar nicht wie schnell, aber ordentlich, weil, wo es mir dann wirklich sehr, sehr positiv aufgefallen ist, das Ganze, ist dann auch, wie ich das Ganze auf dem Teppich getestet habe. Man merkt da richtig, wie viel Kraft dahinter ist, wenn er auf dem Teppich ist, weil er dann nämlich nicht nur die Hundehaare und die Brösel generell hier aufnimmt, sondern man sieht hier anhand der Bürstengeschwindigkeit, wie diese Brösel vibrieren, ja, und wenn man gerade eben einen Teppich hat, wo da eben diese Brösel oder Schmutz sich ein bisschen so eingesappt hat, ja, weil man da mit den Schuhen drüber läuft oder Hausschuhe oder normale Schuhe, egal wie, dann hat man hier wirklich durch diese Power, was dahinter steckt, sieht man, wie es das Ganze hier auch aus dem Teppich hier ein bisschen so raus vibriert und dann wird das Ganze aufgenommen, ja, und man sieht auch bei den Hundehaaren, das ist natürlich auch so eine Sache,
Man geht hier drüber und man hat die Hundehaare nicht nur aufgesaugt, sondern man hat sie wirklich aufgenommen. Da bleiben auch keine Hundehaare auf dem Teppich zurück. Also der Bürstenkopf ist wirklich mega. Die Aufnahmen zeigen das, ja, oder spiegeln es 1:1 wider. Das ist wirklich hervorragend, ob jetzt Hartböden oder Teppich. Top das Ganze gewesen. Also wirklich sehr schön und vor allen Dingen, ja, ich hoffe, ich konnte es euch rüberbringen da mit dieser Power, die dahinter steckt, wie das Ganze hier, auch diese Vibration hier so richtig aus den Fasern hervorkommt. Also wirklich cool. Auch das Display ist mega cool. Wir haben hier alles, was dazugehört. Wie gesagt, Zubehör haben wir hier natürlich noch eine Teleskopstange. Die lässt sich hier auch ausziehen. Ja, und dann kann ich hier den entsprechenden Aufsatz, ob ich jetzt den schmalen Aufsatz hier habe, das kennt man ja meistens, man haben hier einmal so eine Bürste, man kann den nach hinten ziehen, dann hat man hier eben den normalen für die Schlitze im Staubsauger. Das Ganze ist hier genau für den breiten Staubsauger genauso. Und das kann man natürlich überall verwenden, gerade eben die Teleskopstange, ob jetzt halt oben in irgendeinem Eck, wo man einfach schlecht hinkommt, ja, und da ist eben dieser Akkustaubsauger auch so stark, weil man den einfach mit diesem wirklich super, super leichten Gewicht hier problemlos heben kann. Und wir haben hier dann überhaupt keine Probleme, eben in diese Ecken zu kommen. Also das ist wirklich richtig gut, das Ganze. Also, und auch im Auto oder auch auf dem Sofa, ihr kennt die Bürstenaufsätze, ich meine, das ist jetzt nichts Neues, aber dafür ist es halt natürlich perfekt geeignet. Man geht mal kurz raus zum Auto, saugt es mal durch. Ja, wer jetzt da sehr viel Pflege hineinsteckt, ja, und immer wieder das saugt, ist halt einfach praktisch, weil ich hier nichts extra mitschleppen muss. Der intelligente KI-Stauberkennung hat man ja hier im Automatikmodus, der passt sich automatisch an. Also beim Teppich gerade eben ist es natürlich super, aber der passt sich auch in jeder anderen Situation an. Also das ist wirklich auch ein bisschen KI ist hier mit dabei, das muss man dazu sagen. Wir haben hier auch verschiedene Filtereinsätze, die zeige ich euch mal auch direkt mal unter der Kamera. Also wir haben hier einmal das Ganze, ja, unseren Auffangbehälter, den wir hier haben. Das kann ich mal zeigen, wird zum Ausleeren, wird hier einfach nur aufgemacht und dann fällt der Schmutz hier raus, kann man noch ein bisschen reinigen, man kann das Ganze aufdrehen. Also das ist eine. So, dann kann man das hier abnehmen und dann sieht man hier im Endeffekt direkt den ersten Heberfilter, den wir hier haben, ja, der dafür sorgt. Und wir haben hier noch einen zweiten Filter, ja, so einen Ablassfilter, der ist hier auch nochmal integriert. Und dann ist das Ganze hier schon komplett zerlegt. Man kann es problemlos reinigen, ist super easy und das Ganze ist auch wieder genauso einfach zusammengebaut, wie man es auch zerlegt hat. Jetzt müssen wir uns schauen. So, einmal eingeklackt, dann kann man hier den Heberfilter einsetzen und dann kann man auch schon wieder loslegen. So, jetzt muss es bloß einmal kurz halten, so rum. So, zusammengebaut. Also, klackt dann ein, ganz einfach, fertig. So schnell hat man das Ganze auch wieder sauber gemacht, zusammengesteckt, fertig, ja. Also, wirklich hervorragend in allen Situationen gewesen. Mich hat vor allen Dingen das Ganze beeindruckt. Natürlich das LED-Licht ist natürlich nice, aber auch die Power, die dahinter steckt, hat sich einfach da nochmal sehr bemerkbar gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen bei der ganzen Sache. Ja, vom Design her wirklich anschaulich das Ganze, muss man dazu sagen. Ziemlich cool gehalten und wir haben hier einen Auffangbehälter mit 0,7 Liter im Endeffekt, wobei man ja sieht, wann das Ding voll ist. Auch ganz wichtig, Jabra bietet hier 5 Jahre Garantie an, also es spricht natürlich auch ganz klar für die Qualität hier, die wir haben. Wir haben natürlich das komplett, wie man es aber auch von allen kennt, komplett aus Hartplastik, damit spart man sich auch viel Gewicht, hat einen Vorteil, dass man das, wenn man das eben benutzt hier, eben sehr gut in der Hand liegt und es nicht so schwer wird hier im Schulterbereich. Also wir haben hier auch einen Kundenservice mit dabei, 24/7, falls man Probleme hat. Also Jabra bietet hier wirklich alles an. Finde ich ziemlich gut gelungen, das Ganze. Wir haben hier eben noch die Verpackung, auch die ist nice und es gibt auch einen Ersatzheberfilter noch dazu. Es gibt einen Dübel noch dazu, Schrauben, falls man, wie gesagt, das Ganze hier aufhängen möchte. Ich hoffe, ich konnte hier euch mal eine kleine Darstellung hier bieten, vor allen Dingen auch von der Aufnahme der Leistung. Ich hoffe, das kam jetzt ganz gut rüber, ob Teppich oder Hartböden, ja, aber das ist wirklich so, wie man sich das vorstellt. Ordentlich Power dahinter, ordentlicher Preis vor allen Dingen. Finde ich auch, wie gesagt, auch super interessant. Für diesen Preis kriegt man hier wirklich, ja, preis-leistungstechnisch wirklich ein Top-Produkt. Das nochmal dazu. Ansonsten findet ihr alles dazu nochmal unten in der Beschreibung. Guckt euch mal doch gerne nochmal die paar Eckdaten hier an, was man hier hat. Und vor allen Dingen, ja, nochmal zwei Highlights ist natürlich das LED-Licht, die 180 AW Saugleistung, der abnehmbare
Akku, den wir hier haben, was ich auch mal sehr wichtig finde, falls man doch mal irgendwann mal das Ganze wechseln möchte. Wir haben hier ein beutelloses System und eine Digitalanzeige, die uns immer den aktuellen Stand anzeigt. Was will man mehr? Also wirklich top. Vor allen Dingen unten nochmal könnt ihr das Ganze nochmal nachlesen. Das von meiner Seite und bis zum nächsten Mal bei Alhu TV.